Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind im Moment im Schwarzwald unterwegs. Um genau zu sein, im Südschwarzwald und zwar bei Freiburg. Und heute geht's von Freiburg im Breisgau auf den Schauinsland. Ja, gestartet sind wir heute Morgen am Waldhaus in Freiburg auf so gut 300 Metern Höhe. Ziel ist der Gipfel des Schauinsland mit 1284 Metern, beziehungsweise, wenn man den Turm noch besteigt, am Ende auf dem Gipfel kommt man sogar über die 1300 Meter raus. Und auch wenn es eine selbstgebastelte Tour vom Tobi ist, wir können schon mal spoilern. Wir hatten schon eine ganze Menge tolles Schauinsland unterwegs. So ist es, weil ihr seht, wir sind auch schon wieder mittendrin und haben hier auch schon schöne Aussichten. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie Tour, Aussichten und Gipfel so sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Wanderung war am Ortsrand von Freiburg am Waldhaus, einer Einrichtung, die über das Ökosystem Wald und nachhaltige Forstwirtschaft informiert. Ungewohnterweise startete der Weg nicht gleich mit Steigung, wie sonst häufig bei unseren Touren, sondern folgte erst einmal einem Bachlauf und verlief rund 1 Kilometer auf ebener Strecke bis zum Fuße der Schwarzwälder Berge. Dort hinten am Horizont kann man auch schon unser Ziel erblicken. Kaum im Wald angekommen, zog sich der Weg dann doch den Berg hinauf. Die von uns gewählte Route folgt in weiten Teilen dem Kypfelsensteig. Benannt ist der Steig nach dem Kypfelsen, welchen ihr später im Video noch sehen werdet. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf den Weg, der dem Steig in seinem Namen sehr zu unserer Freude auch gerecht wurde. Dank der ordentlichen Steigung gewannen wir schnell an Höhe und erreichten einen ersten Aussichtspunkt mit Panoramabank und Blick auf die Stadt Freiburg. Lange gerastet haben wir hier aber nicht, waren doch gerade mal die ersten 2 Kilometer des Aufstiegs geschafft. Also weiter auf schmalem steinigen Pfad unserem ersten Zwischenziel entgegen, dem Brombergkopf. Tobi hinter der Kamera freut sich auch. Wir haben unseren ersten Zwischengipfel erreicht, den Brombergkopf. Der hat 607 Meter. Und da wir heute aber noch auf den Schauinsland wollen, der hat ganze 1284 Meter, das heißt noch ein ganzes Stück mehr, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Das heißt bis jetzt ungefähr ein Viertel der Strecke hinter uns. Und dann geht's weiter. Und als ob nicht noch genug Höhenmeter bergauf vor uns liegen würden, ging es von hier aus natürlich erstmal wieder ein Stück bergab. Dieses Auf und Ab sollte uns auf dem Weg noch öfter widerfahren. eine Hütte. Tja, eigentlich würde unser Weg hier rechts weitergehen. Aber Tobi hat die Hütte erspäht. Wobei, es sieht so aus, als hättet ihr einen guten Ausblick.
Ich glaube, wir gehen mal gucken. Der Ausblick war etwas zugewachsen, aber an der Stelle, die Tobi gerade verdeckt, konnte man weiterschauen. Da Tisch und Bänke vorhanden waren und es schon Mittagszeit war, nutzten wir die Gelegenheit für eine kleine Stärkung, bevor es weiter bergauf ging. Ja, das haben sie hier ganz gut gemacht in der Gegend. Da haben sie schön getrennt Wanderwege und für die Mountainbiker die Trails. Und beides sehen sie ziemlich gut aus, muss ich sagen. Und es ist richtig viel Betrieb. Wobei wir jetzt das Problem hatten, dadurch, dass sie getrennt sind, was ja gut ist, aber wir kamen jetzt halt nicht auf den Gipfel, weil da geht gerade der Trail rüber. Ja, aber der Trail geht hier über den Gipfel. Mussten wir jetzt unten rum, aber naja, was soll's. Da ist Tobi nicht weiter traurig, hat es ihm doch einen zusätzlichen Anstieg erspart. Der nächste Gipfel, der Schwarzkopf, war aber zugänglich und nicht mehr weit. Der Pfad führte uns parallel zur Mountainbike-Strecke bis zum Gipfelhaufen. Ja, ihr hört richtig, kein Gipfelkreuz, sondern ein Gipfelhaufen. Das Versäumnis wurde von Tobi umgehend korrigiert, indem er sich als lebendes Gipfelkreuz zur Verfügung stellte. Ihr erinnert euch, dass wir hier gerade hauptsächlich auf dem Kypfelsensteig unterwegs waren? Nun, hier seht ihr den namensgebenden Fels, welcher im Frühmittelalter einmal Standort einer Burg gewesen war. Reste sind hier aber kaum noch zu finden. Einfacher zu finden war hingegen die schöne Aussicht, welche man vom Felsen aus hatte. Um die 1100 Höhenmeter im Aufstieg, welche die Tour am Ende haben sollte, zusammenzubekommen, ging es vom Felsen aus nochmals ein Stück bergab. Da konnten wir es mal ein wenig laufen lassen. Am Solacker hatte der Abstieg aber ein Ende und mit Schwung ging es nun in Richtung Schauinsland. Oder, um es mit Annes Worten zu sagen, Auf zu neuen Gipfeln! ich würde mal sagen, Anne hatte ihren Spaß auf der Tour. Das ist insofern besonders anzumerken, da sie eigentlich bisher ein kleiner Schwarzwaldmuffel war, sich aber mehr und mehr in die verschiedenen Facetten des Mittelgebirges hineinfindet. Obwohl wir immer noch ein gutes Stück entfernt waren von den knapp 1300 Metern, auf die wir heute noch wollten, gestaltete sich der Anstieg in diesem Bereich eher moderat. Dafür wurde die Schwierigkeit wieder erhöht durch einen umgestürzten Baum, der nach ein wenig Kraxelei verlangte. Eine willkommene Abwechslung.
Dann war es aber endlich soweit. Der finale Anstieg stand an. Ab hier waren es noch gut 3 Kilometer und rund 500 Höhenmeter zum Gipfel. Na, was ist denn auf einmal mit Tobi los? Bisher flott unterwegs scheint es, als habe er mal wieder seinen berühmt-berüchtigten Berggang eingelegt. Bei dem steilen Anstieg kam mir die Bank gerade recht und bot eine wohlverdiente Verschnaufspause mit toller Aussicht und gratis Flugshow. Für alle die sich gerade wundern, warum fast nur noch ich im Bild bin, liegt daran, dass die Anne hier ganz entspannt den Berg hoch und runter schwebt mit der Kamera, während ich mich nur noch hinterher schleppe. Ja, haben jetzt noch so 2 Kilometer, 300 Höhenmeter bis zum Gipfel. Schleppe ich mich mal weiter. Ihr glaubt mir nicht, dass Anne den Berg hinaufschwebt? Na, dann schaut euch mal diese Aufnahme an. Richtig gesehen. Das ist keine Drohne, sondern meine Kamerafrau, die eben mal so an mir vorbeizieht und im Anschluss, ohne groß zu schnaufen, die immer schöner werdende Aussicht für euch festhält. Und dann war er erreicht, der Gipfel des Schauinsland. Und weil Tobi doch noch ein paar Körner aufgetrieben hat, ging er dort sogar noch die extra Höhenmeter auf den Turm hinauf. Für die Aussicht, die sich uns von dort oben bot, hatten die vielen Stufen sich aber echt gelohnt. Da der Tag schon recht weit fortgeschritten und wir nun beide doch ein wenig erschöpft waren, beschlossen wir den Abstieg zur Talstation der nahen Bergbahn nicht mehr zu Fuß zu bewältigen. Stattdessen nutzten wir einfach die Gelegenheit, dass eine Bergbahn da und in Betrieb war und fuhren mit der Gondel ins Tal.
Ja, da haben wir es geschafft. Der Schau ins Land ist bestiegen. Ja, und der Weg dahin war eigentlich schon die größte Sehenswürdigkeit, würde ich mal sagen, weil der hat sich dauernd geändert. Wir hatten also ganz, ganz hohen Fahrtanteil. Häufig, wenn es dann steil den Berg hochging, dann hatten wir viel mit felsigem Untergrund und Wurzeln. Ein bisschen sandig. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, waren diese Hangquerungen, wenn man also so quer zum Hang ab und an mal gelaufen ist. Da hat man einfach immer meistens schöne Aussicht gehabt und das waren wirklich ganz schmale Pfade. Es war einfach schön zu laufen. Ja, da kann ich mich da nur anschließen. Hatte richtig Spaß gemacht da hoch. War aber auch, ob der Weg da, wie ihr gesehen habt, sehr, sehr anstrengend. Habe vor allem ich im Moment gemerkt, bin noch nicht so ganz bei 100%. Mir tat es dann gegen Ende schon ein bisschen weh, da noch da die letzten Höhenmeter zu machen. Aber insgesamt, ja, wer sich das zutraut, über 1000 Höhenmeter bei rund 14 Kilometern, der hat da seinen Spaß dran. Und wer sich mehr zutraut, man kann auch runterlaufen. Wir sind ja dann einfach mit der Gondel abgefahren und haben dann festgestellt, dass auch die Rückfahrt sich super toll organisieren lässt, weil es war ja kein Rundweg, es war ja eine Streckenwanderung. So ist es. Wir haben ja hier unseren Startpunkt gewählt am Waldhaus, hier Ortsrand von Freiburg. Und direkt von der Talstation aus fährt ein Bus, die 21, den fährt man bis zur Endstation der Dorfstraße. Da sind wir direkt in die Straßenbahn. Ich glaube, die Nummer 2 war es, Richtung Brühl eingestiegen. 3 Haltestellen weiter. Die Wonnehalde, da steigt man wieder aus und läuft quer rüber zum Parkplatz. Die Rückfahrt war wirklich eine reine Wonne. Von der Gondel in den Bus gefallen, vom Bus direkt in die Straßenbahn. Super. Ja, ansonsten kleine Anmerkung noch, man kann hier 10 Stunden parken. Also für so eine Tour reicht das allemal. Also parken mit Parkscheibe und keine Gebühr. Genau. 10 Stunden. Gibt bestimmt noch die ein oder andere Einstiegsmöglichkeit, um auf den Berg zu laufen. Wir haben jetzt diese mal gewählt und waren damit insgesamt dann sehr zufrieden. Gut, dann würde ich sagen, von uns war es das für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.